Lektion 1: Sehenswürdigkeiten erkunden. Ich war auf der Suche nach den besten Angeboten für Touren für unsere bevorstehende Reise. Haben Sie noch andere Pläne? Ich möchte die berühmten Sehenswürdigkeiten erkunden, während wir dort sind. Sie sind ein Muss für jeden Reisenden. Das klingt fantastisch. Es gibt so viele berühmte Orte zu besuchen und ich kann es kaum erwarten, Fotos zu machen. Ja. Jedes Wahrzeichen hat seine eigene Geschichte und es ist etwas ganz Besonderes, sie persönlich zu erleben. Absolut. Ich denke, es wäre großartig, etwas über Ihre Geschichte zu erfahren, während wir sie erkunden. Sicher. Wir könnten sogar an Führungen teilnehmen, um mehr Einblick in ihre Bedeutung zu bekommen. Das ist eine tolle Idee. Außerdem sparen wir Zeit, wenn wir selbst herausfinden müssen, wohin wir gehen sollen. Genau. Und wir können unsere Zeit optimal nutzen, indem wir mehrere Orte an einem Tag besuchen. Ich bin schon aufgeregt. Lassen Sie uns unsere Reiseroute bald fertigstellen, um sicherzustellen, dass wir nichts verpassen. Lektion 2: Der Hitze trotzen. Es ist so stickig und heiß hier drin, ich kann mich kaum auf etwas konzentrieren. Das ist mir auch aufgefallen. Wir sollten die frische Luft hereinlassen, um diesen Raum abzukühlen. Absolut. Ein wenig Belüftung kann einen großen Unterschied im Komfort machen. Das kann es wirklich. Manchmal braucht es nur eine Brise, um sich entspannter zu fühlen. Genau. Öffnen wir ein Fenster oder schalten wir den Ventilator ein, um für etwas Luftzirkulation zu sorgen. Gute Idee. Ich habe das Gefühl, klar denken zu können, sobald die Luft zirkuliert. Ja. Es ist erstaunlich, wie unsere Umgebung unsere Produktivität und Stimmung beeinflusst. Sicher. Ein komfortabler Raum ermöglicht eine bessere Konzentration und Kreativität. Ich bin froh, dass wir uns damit befassen. Es wird uns helfen, mit unserer Arbeit wieder auf Kurs zu kommen. Lektion 3: Anfrage zum Wäscheservice. Entschuldigung, gibt es in diesem Hotel einen Wäscheservice? Ich könnte wirklich etwas Hilfe gebrauchen. Ja, wir bieten unseren Gästen Wäscheunterstützung an. Es ist ziemlich praktisch. Das ist toll zu hören. Ich habe ein paar Sachen, die nach meiner Reise gewaschen werden müssen. Keine Sorge. Füllen Sie einfach das Wäscheformular aus und wir kümmern uns um den Rest. Klingt ganz einfach. Wie lange dauert der Service normalerweise? In der Regel dauert es je nach Wäschemenge etwa 24 Stunden. Perfekt. Das gibt mir genug Zeit, alles zu klären. Genau. Außerdem können Sie Ihren Aufenthalt genießen, ohne sich um die Wäsche kümmern zu müssen. Das weiß ich zu schätzen. Es ist eine Sache weniger, die mir während dieser Reise im Kopf herumschwirrt. Lektion 4: Einen Ausflug planen. Klar, das hört sich großartig an. Wann sollten wir unser kleines Abenteuer erleben? Wie wäre es mit morgen Nachmittag? Ist das gut für dich? Morgen Nachmittag funktioniert es perfekt. Ich freue mich darauf. Großartig. Wir können eine Liste der Orte erstellen, die wir besuchen möchten, damit wir nichts verpassen. Ja, planen wir unsere Route, um unsere Zeit für die Erkundung zu maximieren. Ich liebe diese Idee. Dadurch wird unser Ausflug effizienter und angenehmer. Vereinbart. Außerdem können wir einige schöne Orte zum Entspannen und Fotografieren finden. Absolut.
Es geht darum, Erinnerungen festzuhalten. Ich kann es kaum erwarten. Morgen wird ein aufregender Tag voller Entdeckungen. Lektion 5. Den richtigen Stuhl finden. Ja, ich habe ein gemütliches Exemplar mit schönen Kissen gefunden, das perfekt zum Entspannen geeignet ist. Das hört sich herrlich an. Bei der Auswahl eines Stuhls kommt es auf Komfort an, oder? Absolut. Es ist wichtig, etwas zu haben, das Ihren Rücken stützt und sich gut anfühlt. Definitiv. Außerdem kann ein gemütlicher Stuhl einen Raum einladender wirken lassen. Genau. Und es ist auch in gutem Zustand, was ein Bonus ist. Das ist großartig. Ein guter Stuhl kann jahrelang halten, wenn man ihn pflegt. Ja. Bei Möbeln bevorzuge ich immer Qualität statt Quantität. Ich auch. Vor allem bei stundenlangem Gebrauch lohnt sich die Investition in einen guten Stuhl. Ich freue mich, es zu meinem Raum hinzuzufügen, es wird mein neuer Lieblingsort werden. Lektion 6. Denkwürdige Lehrer. Der beste Lehrer, den ich je hatte, war Herr Elvin, er war Geschichtslehrer. Oh, das ist interessant. Was zeichnete ihn aus? Er hatte eine Art, Geschichte durch Geschichten erzählen und Diskussionen lebendig zu machen. Das ist unglaublich. Durch ansprechende Lehrmethoden kann das Interesse der Schüler wirklich geweckt werden. Genau. Er gab uns das Gefühl, Teil der von ihm beschriebenen Ereignisse zu sein. Ich liebe das. Es ist erstaunlich, wie leidenschaftliche Lehrer ihre Schüler inspirieren können. Ja, und er ermutigte uns, kritisch über historische Ereignisse nachzudenken. Das ist eine wichtige Fähigkeit. Es hilft den Schülern, die Welt besser zu analysieren und zu verstehen. Sicher. Auch Jahre später erinnere ich mich noch lebhaft an seinen Unterricht. Lektion 7. Reisebestimmungen. Ja, solange es die Größen- und Gewichtsbeschränkungen erfüllt, werde ich wohl meinen Koffer mitbringen. Das ist gut zu wissen. Es ist immer wichtig, die Richtlinien vor Reiseantritt zu überprüfen. Absolut. Ich würde ungern zum Flughafen kommen und feststellen, dass ich zu viel eingepackt habe. Genau. Intelligentes Packen kann Ihnen auf Ihrer Reise viel Ärger ersparen. Und es erleichtert die Navigation durch den Flughafen, insbesondere mit Gepäck. Ja. Um Verzögerungen zu vermeiden, versuche ich immer, wenn möglich nur Handgepäck zu transportieren. Das ist eine kluge Strategie. Es kann das Reiseerlebnis viel angenehmer machen. Definitiv. Ich werde mein Gepäck noch einmal überprüfen, bevor wir abreisen, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist. Tolle Idee. Es ist immer besser, im Voraus vorbereitet zu sein. Lektion 8. Die perfekte Passform finden. Rechts. Ich möchte etwas, das zu meiner Körperform passt und mir ein sicheres Gefühl gibt. Das ist auf jeden Fall wichtig. Die richtige Passform kann Ihr Erscheinungsbild wirklich verbessern. Genau. Es fällt mir oft schwer, Kleidung zu finden, die zu meinem Körpertyp passt. Ich verstehe. Manchmal kann es ein wenig Versuch und Irrtum erfordern, herauszufinden, was funktioniert. Ja, und es hilft auch immer, Ratschläge von Freunden einzuholen. Sicher. Sie können wertvolle Erkenntnisse darüber liefern, was gut aussieht. Das weiß ich zu schätzen. Ich werde das im Hinterkopf behalten, wenn ich neue Kleidung kaufe.
Großartig! Und zögern Sie nicht, verschiedene Stile auszuprobieren. Vielleicht finden Sie einen neuen Favoriten. Das stimmt. Bei der Mode geht es darum, zu experimentieren und zu entdecken, was man liebt. Lektion 9. Liegestütze verstehen. Anschließend drückt die Person mit den Armen ab und hebt dabei den Oberkörper über den Boden, bis die Arme gerade sind. Das ist die Grundform eines Liegestütz, oder? Es ist eine großartige Übung zum Kraftaufbau. Ja, es trainiert hauptsächlich Brust, Schultern und Trizeps und ist daher sehr effektiv. Ich habe gehört, dass regelmäßige Liegestütze die allgemeine Fitness verbessern können. Absolut. Sie sind eine großartige Ergänzung für jedes Trainingsprogramm. Und sie können an unterschiedliche Fitnessniveaus angepasst werden, sodass sie für jedermann zugänglich sind. Genau. Egal, ob Sie Anfänger oder Fortgeschrittener sind, es gibt immer eine Möglichkeit, sich selbst herauszufordern. Das ist es, was ich an ihnen liebe. Es ist eine vielseitige Übung, die überall durchgeführt werden kann. Ja, es ist keine Ausrüstung erforderlich, nur Ihr Körpergewicht. Lektion 10. Die Rolle von Schmerzmitteln. Medikamente, insbesondere Schmerzmittel, spielen eine entscheidende Rolle bei der Behandlung von Beschwerden. Ja, auch die von Chirurgen verwendeten Anästhetika sind für die sichere Durchführung von Eingriffen unerlässlich. Genau. Sie tragen dazu bei, die Schmerzen bei Operationen zu minimieren und ermöglichen es den Patienten, sich den notwendigen Behandlungen zu unterziehen. Das ist ein wichtiger Teil der Gesundheitsversorgung. Die Schmerzbehandlung ist für die Genesung von grundlegender Bedeutung. Sicher. Es ist erstaunlich, wie weit die medizinische Wissenschaft auf diesem Gebiet gekommen ist. Ja, und die laufende Forschung verbessert weiterhin die Wirksamkeit und Sicherheit dieser Medikamente. Absolut. Es ist wichtig, sie verantwortungsvoll und unter ärztlicher Anleitung zu verwenden. Definitiv. Für Patienten ist es von entscheidender Bedeutung, ihre Vorteile und Risiken zu verstehen. Ich bin froh, dass wir darüber diskutieren. Es ist heute ein wichtiges Thema im Gesundheitswesen. Lektion 11. Sinnvolle Verbindungen. Da sich die Technologie so schnell weiterentwickelt, ist es wichtig, dass wir sowohl online als auch offline nach sinnvollen Verbindungen streben. Absolut. Auch wenn Technologie Komfort bietet, kann sie manchmal unpersönlich wirken, wenn wir nicht aufpassen. Ja, es geht darum, die Balance zwischen virtuellen Interaktionen und realen Beziehungen zu finden. Genau. Die Teilnahme an echten Gesprächen kann zu tieferen Verbindungen führen. Sicher. Ich glaube, dass wir auch in einer digitalen Welt authentische Beziehungen pflegen können. Definitiv. Es geht darum, bewusst mit unseren Interaktionen umzugehen, sei es von Angesicht zu Angesicht oder über einen Bildschirm. Rechts. Wir sollten uns auch darüber im Klaren sein, wie viel Zeit wir online im Vergleich zu realen Erfahrungen verbringen. Ja. Für unser Wohlbefinden ist es wichtig, Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen. Gut gesagt. Machen wir es uns zum Ziel, auf sinnvolle Weise mit anderen in Kontakt zu treten, unabhängig von der Plattform. Lektion 12. Produktive Morgen. Nach dem Duschen fühle ich mich immer erfrischt und dann frühstücke ich. Das klingt nach einer produktiven Morgenroutine. Was isst du normalerweise zum Frühstück? Normalerweise esse ich etwas Gesundes, zum Beispiel Haferflocken mit Früchten oder einen Smoothie. Das sind großartige Entscheidungen. Ein nahrhaftes Frühstück kann den Tag wirklich positiv beeinflussen.
Absolut. Es gibt mir die Energie, die ich brauche, um meine Aufgaben anzugehen. Ich stimme voll und ganz zu. Glauben Sie, dass der Vormittag die beste Zeit ist, Ihren Tag zu planen? Ja, auf jeden Fall. Morgens ist es ruhiger, so dass ich klar denken und einen Plan schmieden kann. Das ist ein kluger Ansatz. Ich sollte auch versuchen, meine Morgen produktiver zu gestalten. Du solltest. Es kann Ihr Gefühl im Laufe des Tages wirklich verändern. Lektion 13: Möglichkeiten für Community Colleges. Wussten Sie, dass Community Colleges eine Vielzahl von Programmen für lernwillige Studenten anbieten? Ja, das habe ich gehört. Sie bieten eine großartige Gelegenheit für diejenigen, die sich weiterbilden möchten. Genau. Von der Berufsausbildung bis zum Transferprogramm ist für jeden etwas dabei. Ich liebe das. Es macht Bildung einem breiteren Spektrum von Menschen zugänglich. Sicher. Es ist auch ein gutes Sprungbrett für Studierende, die irgendwann eine Universität besuchen möchten. Ja, und die kleineren Klassengrößen können eine persönlichere Betreuung durch die Lehrer bedeuten. Absolut. Das kann den Schülern wirklich dabei helfen, sich beim Lernen stärker zu engagieren. Ich finde es fantastisch, dass Community Colleges ihre Studenten so unterstützen. Ja. Sie spielen eine entscheidende Rolle beim Kompetenzaufbau der Arbeitskräfte. Lektion 14: Professionelles Networking. Sie hoffen also, mit einigen Fachleuten auf Ihrem Gebiet in Kontakt zu treten, oder? Ja, ich hoffe, Fachleute zu treffen, die Beratung und Mentoring bieten können. Das ist eine tolle Idee. Networking kann Ihrer Karriere viele Türen öffnen. Genau. Ich glaube, dass der Aufbau von Beziehungen zu erfahrenen Personen unglaublich hilfreich sein kann. Sicher. Haben Sie darüber nachgedacht, an Branchenveranstaltungen oder Workshops teilzunehmen? Ja, ich habe vor, an einigen Konferenzen teilzunehmen, bei denen ich Leute aus meinem Fachgebiet treffen kann. Das klingt perfekt. Es ist eine großartige Möglichkeit, Gleichgesinnte zu treffen und Erkenntnisse auszutauschen. Absolut. Darüber hinaus gibt es bei diesen Veranstaltungen oft Panels mit Branchenführern, die sehr inspirierend sein können. Definitiv. Ich denke, dass es für Sie sehr bereichernd sein wird, mit anderen in Ihrem Beruf in Kontakt zu treten. Lektion 15: Verantwortlichkeiten der Regierung. Wissen Sie, manche Leute glauben, dass die Regierung nicht alles für ihre Bürger tun kann. Ja, ich habe dieses Argument gehört. Ihrer Meinung nach sollte man sich darauf konzentrieren, sich um die Starken zu kümmern und auf Wirtschaftswachstum zu hoffen. Genau. Die Idee dahinter ist, dass Eigenständigkeit genauso wichtig ist wie staatliche Unterstützung. Rechts. Es geht darum, ein Gleichgewicht zu finden, bei dem die Regierung Hilfe leistet, aber die Unabhängigkeit fördert. Ja, und es ist wichtig, dass auch die Bürger einen Beitrag zu ihren Gemeinden leisten. Definitiv. Eine kooperative Beziehung zwischen der Regierung und ihrer Bevölkerung kann zu Fortschritten führen. Sicher. Es fördert die Eigenverantwortung und stellt gleichzeitig sicher, dass jeder Zugang zu Grundbedürfnissen hat. Ich stimme zu. Es ist entscheidend für langfristige Entwicklung und Wohlstand. Hoffen wir, dass Diskussionen wie diese zu positiven Veränderungen in der Gesellschaft führen. Lektion 16: Alkoholbeschränkungen. Gibt es Beschränkungen für die Mitnahme von Alkohol auf Reisen?
Ja, es gibt Beschränkungen hinsichtlich der Menge an Alkohol, die Sie grenzüberschreitend mitnehmen dürfen. Das ist wichtig zu wissen. Verschiedene Länder haben unterschiedliche Vorschriften, oder? Absolut. An manchen Orten ist eine bestimmte Literzahl erlaubt, an anderen gelten strengere Regeln. Ich denke, es ist am besten, sich vor dem Packen über die spezifischen Vorschriften zu informieren. Definitiv. Sie möchten Überraschungen beim Zoll vermeiden. Rechts. Es ist auch gut, sich über das gesetzliche Mindestalter für Alkoholkonsum in dem Land, das Sie besuchen, im Klaren zu sein. Ja, das kann sehr unterschiedlich sein und es ist wichtig, die örtlichen Gesetze zu respektieren. Sicher. Das Verständnis dieser Regeln kann zu einem reibungsloseren Reiseerlebnis führen. Lektion 17. Kulturelle Souveränität. Viele Gemeinschaften sind um die Wahrung ihrer größeren Souveränität besorgt, die allein ihre vielfältigen und besonderen Bräuche schützen kann. Ja, das ist ein entscheidender Aspekt zur Wahrung der kulturellen Identität. Genau. Der Schutz dieser Bräuche trägt dazu bei, dass Gemeinden gedeihen und mit ihrem Erbe verbunden bleiben. Für zukünftige Generationen ist es wichtig, ihre kulturellen Wurzeln zu verstehen und zu schätzen. Definitiv. Wenn sich Gemeinschaften gestärkt fühlen, können sie einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten. Ja, und es fördert das Zugehörigkeitsgefühl zwischen den Einzelnen. Rechts. Die Würdigung der Vielfalt bereichert die Erfahrung jedes Einzelnen innerhalb einer Gesellschaft. Ich stimme zu. Es ist wichtig, dass wir Richtlinien unterstützen, die kulturelle Praktiken schützen. Absolut. Wir müssen sicherstellen, dass alle Stimmen gehört und geschätzt werden. Lektion 18. Sicherheitsrichtlinien für Flughäfen. Es ist wichtig, die Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, während wir am Flughafen sind. Absolut. Sie sind vorhanden, um die Sicherheit aller während der Reise zu gewährleisten. Rechts. Einfache Dinge wie das Tragen einer Maske und soziale Distanzierung können einen großen Unterschied machen. Ja. Es geht darum, auf die Gesundheit und Sicherheit des anderen zu achten. Und die Einhaltung der Regeln hilft dem Flughafenpersonal, den Passagierstrom effektiv zu steuern. Genau. Für ein reibungsloses Reiseerlebnis ist die Zusammenarbeit unerlässlich. Darüber hinaus kann die Kenntnis der Richtlinien dazu beitragen, den Stress auf Reisen zu reduzieren. Sicher. Zu wissen, was einen erwartet, macht die Reise viel einfacher. Ich bin froh, dass die Sicherheit beim Reisen für uns beide oberste Priorität hat. Lektion 19. Motiviert bleiben. Um motiviert zu bleiben, ist es wichtig, sich erreichbare Ziele zu setzen. Absolut. Es hilft, klare Ziele zu haben, auf die man hinarbeiten kann. Ja, und die Aufteilung größerer Ziele in kleinere Schritte kann dazu führen, dass sie leichter zu bewältigen sind. Definitiv. Es gibt Ihnen das Gefühl, etwas erreicht zu haben. Rechts. Darüber hinaus kann das Feiern dieser kleinen Siege Ihre Motivation noch weiter steigern. Ja. Es ist wichtig, Ihre Fortschritte anzuerkennen, egal wie klein sie sind. Ich finde auch, dass es mir hilft, mich auf meine Ziele zu konzentrieren, wenn ich organisiert bleibe. Absolut. Ein Plan kann Ihnen Orientierung geben und Ablenkungen fernhalten. Machen wir es uns zum Ziel, regelmäßig gemeinsam unsere Ziele zu überprüfen. Lektion 20. Spannende Reisepläne. Ich plane bald eine Reise und es klingt aufregend.
Haben Sie ein bestimmtes Ziel im Sinn? Ja, ich habe darüber nachgedacht, Japan zu besuchen. Es steht schon seit Ewigkeiten auf meiner Wunschliste. Das ist eine erstaunliche Wahl. Japan hat eine so reiche Kultur und Geschichte zu entdecken. Absolut. Ich möchte die Kirschblüten sehen und alte Tempel besuchen. Das wäre schön. Ich habe gehört, dass die Landschaft im Frühling atemberaubend ist. Ja, und das Essen soll auch unglaublich sein. Ich kann es kaum erwarten, authentisches Sushi zu probieren. Das hört sich köstlich an. Japan ist definitiv ein Paradies für Feinschmecker. Sicher. Ich freue mich auch darauf, die lokalen Bräuche und Traditionen kennenzulernen. Es wird ein Abenteuer Ihres Lebens. Lassen Sie uns gemeinsam unsere Ausflüge planen, um noch mehr Spaß zu haben. Lektion 21: Traditionen der amerikanischen Ureinwohner. Ich habe über die Plains-Indianer gelesen und es ist faszinierend, wie sie Rituale und Bräuche für die Jagd und Kriegsführung hatten. Ja, diese Traditionen waren tief in ihrer Kultur verwurzelt und spielten eine entscheidende Rolle für ihr Überleben. Sie kämpften hart gegen verschiedene Herausforderungen, um ihr Land und ihre Lebensweise zu schützen. Absolut. Es ist inspirierend, ihre Widerstandsfähigkeit und die Bedeutung zu sehen, die sie der Gemeinschaft beimessen. Rechts? Jedes Ritual hatte oft eine spezifische Bedeutung und verband sie mit ihren Vorfahren und dem Land. Ja, es ist eine schöne Erinnerung daran, wie Kulturen ihre Geschichte durch Praktiken und Überzeugungen ehren können. Das Kennenlernen dieser Bräuche gibt uns ein größeres Verständnis für die Vielfalt menschlicher Erfahrungen. Definitiv. Es unterstreicht auch, wie wichtig es ist, solche Traditionen für zukünftige Generationen zu bewahren. Ich kann nur zustimmen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir uns an diese reichen Geschichten erinnern und sie respektieren. Lektion 22: Saisonale Veränderungen. Wussten Sie, dass an manchen Orten der Sommer im Dezember und der Winter im Juni beginnt? Ja. Es ist faszinierend, wie unterschiedlich die Jahreszeiten sein können, je nachdem, wo auf der Welt man sich befindet. Genau. Die Südinsel ist in dieser Zeit kühler als die Nordinsel, was sehr interessant ist. Das ist es wirklich. Ich kann mir nicht vorstellen, Weihnachten in den Sommermonaten zu feiern. Rechts? Es ist eine ganz andere Atmosphäre, mit Grillabenden und Strandausflügen statt Schnee. Ja. Es macht mich neugierig, wie sich andere Kulturen an ihre saisonalen Veränderungen anpassen. Sicher. Jede Region hat ihre eigenen Traditionen, die das Klima und die Umwelt widerspiegeln. Ja. Es ist erstaunlich, wie die Geografie den Lebensstil und die Feste beeinflusst. Ich würde gerne eines Tages ein Sommerweihnachten erleben, es klingt nach einem lustigen Abenteuer. Lektion 23: Hochsprungtechniken. Ich habe etwas über die Biomechanik der Hochsprungtechnik gelernt und es ist wirklich faszinierend. Ja. Die Physik dahinter ist ziemlich faszinierend. Wussten Sie, dass Fosbury behauptete, seine Technik sei rein intuitiv? Das habe ich gehört. Es ist interessant, dass große Innovationen manchmal eher dem Instinkt als einer strengen Schulung entspringen. Genau. Sein Ansatz revolutionierte den Sport und veränderte die Art und Weise, wie Sportler heute springen. Rechts? Es zeigt nur, dass Kreativität und Intuition zu bemerkenswerten Durchbrüchen führen können. Ja. Ich frage mich, wie viele andere Sportarten von solch innovativem Denken profitieren könnten.
Sicher. Der Einsatz neuer Methoden kann Sportlern oft einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Absolut. Es ist spannend darüber nachzudenken, wie sich der Sport in Zukunft weiterentwickeln wird. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche neuen Techniken als nächstes auftauchen werden. Lektion 24: Die Stadt erkunden. Ich möchte dieses Wochenende die Stadt erkunden und Outdoor-Fahrten unternehmen. Ich auch. Es klingt nach einer perfekten Möglichkeit, das Wetter zu genießen und neue Sehenswürdigkeiten zu sehen. Absolut. Es gibt so viele Parks und Wanderwege, die wir erkunden könnten. Ja, und wir könnten Fahrräder oder sogar Rollerblades mieten. Es würde so viel Spaß machen. Das ist eine tolle Idee. Ich liebe den Nervenkitzel von Outdoor-Aktivitäten, besonders wenn die Sonne scheint. Ebenfalls. Außerdem ist es eine schöne Möglichkeit, aktiv zu bleiben und gleichzeitig die frische Luft zu genießen. Sicher. Lassen Sie uns einen Plan erstellen und entscheiden, welche Orte wir zuerst besuchen möchten. Ja. Ich kann es kaum erwarten, neue Orte zu entdecken und gemeinsam tolle Erinnerungen zu schaffen. Es wird ein Abenteuer. Ich freue mich darauf. Lektion 25: Work-Life-Balance. Ich habe gemerkt, dass es schwierig ist, abzuschalten, wenn meine Arbeit immer im Blick ist. Ich verstehe vollkommen. Es kann schwierig sein, Arbeit und Privatleben zu trennen, insbesondere bei Remote-Arbeit. Genau. Manchmal habe ich das Gefühl, immer on zu sein, auch während meiner Ausfallzeiten. Ja. Das Setzen von Grenzen ist für die psychische Gesundheit und das allgemeine Wohlbefinden so wichtig. Rechts? Ich checke oft E-Mails, auch wenn ich eigentlich entspannen sollte. Das ist ein gemeinsamer Kampf. Vielleicht könnte es hilfreich sein, bestimmte Arbeitszeiten festzulegen. Ja. Auch die Schaffung eines eigenen Arbeitsbereichs könnte einen Unterschied machen. Absolut. Es geht darum herauszufinden, was für Sie am besten funktioniert, um dieses Gleichgewicht herzustellen. Ich stimme zu. Die Priorisierung persönlicher Zeit kann zu einer höheren Produktivität bei der Arbeit führen. Lektion 26: Bequemlichkeit und Sorgen. Ich finde Online-Shopping so bequem. Es spart so viel Zeit und Mühe. Ich stimme zu, aber manchmal mache ich mir Sorgen, dass ich beim Einkaufen in Geschäften die persönliche Note verliere. Das ist ein berechtigtes Anliegen. Es ist etwas Besonderes, Dinge auszuprobieren und die Materialien hautnah zu spüren. Ja, und die Interaktion mit Vertriebsmitarbeitern kann wertvolle Erkenntnisse und Empfehlungen liefern. Genau. Es kann auch ein unterhaltsames, geselliges Erlebnis sein, mit Freunden oder der Familie einzukaufen. Rechts? Obwohl die Bequemlichkeit großartig ist, sollten wir die Freude am Einkaufen vor Ort nicht außer Acht lassen. Ich denke, ein Gleichgewicht zwischen beiden Optionen könnte der beste Ansatz sein. Absolut. Durch die Kombination von Online- und Ladeneinkäufen können Komfort und Vergnügen maximiert werden. Das muss ich beim nächsten Einkauf im Hinterkopf behalten. Lektion 27: Produktempfehlungen. Habt ihr Empfehlungen für neue Gadgets? Sie sollten das neueste Modell dieser beliebten Technologiemarke ausprobieren. Es hat ausgezeichnete Kritiken. Wirklich? Ich habe großartige Dinge über ihre Produkte gehört. Welche Funktionen stechen heraus? Die Akkulaufzeit ist beeindruckend und die Kameraqualität ist erstklassig. Das klingt perfekt.
Ich liebe es, eine zuverlässige Kamera für meine Reisen zu haben. Ja. Es fängt Erinnerungen wunderbar ein und die Klarheit ist bemerkenswert. Ich habe auf jeden Fall Interesse. Ich werde online danach suchen und die Preise vergleichen. Gute Idee. Es ist immer klug, sich nach dem besten Angebot umzusehen. Danke für den Tipp. Ich freue mich über Ihre Empfehlungen. Lektion 28. Ruhige Momente. Dann setzte ich mich hin, um ein Buch zu lesen. Das Haus war ruhig, sehr ruhig. Das klingt friedlich. Manchmal kann ein wenig Ruhe erfrischend sein. Ja, es ist schön, beim Lesen diese Momente zu haben, um in eine andere Welt zu entfliehen. Absolut. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich nach einem anstrengenden Tag zu entspannen und zu entspannen. Ich stimme zu. Außerdem kann es Sie an einen anderen Ort versetzen, wenn Sie sich in einer guten Geschichte verlieren. Genau. Haben Sie ein Lieblingsgenre, das Sie gerne in ruhigen Momenten lesen? Ich mag Geheimnisse, sie fesseln mich und lassen mich bis zum Schluss rätseln. Das ist eine lustige Wahl. Ich selbst liebe eine gute Wendung in der Handlung. Ja. Es macht das Leseerlebnis noch spannender. Lektion 29. Situationen lösen. Ich verstehe, dass wir eine Situation angehen müssen, und wir werden unser Bestes tun, um sie umgehend zu lösen. Ja, Kommunikation ist der Schlüssel, um eine Lösung zu finden, die für alle Beteiligten funktioniert. Absolut. Es ist wichtig, alle Perspektiven anzuhören, um das Problem vollständig zu verstehen. Ja, das Sammeln aller Informationen hilft dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen. Ich stimme zu. Sobald wir Klarheit haben, können wir umsetzbare Schritte zur Lösung unternehmen. Genau. Die Zusammenarbeit im Team wird zu besseren Ergebnissen führen. Ich bin zuversichtlich, dass wir dies effizient bewältigen können, wenn wir konzentriert bleiben. Ich auch. Lassen Sie uns die Kommunikationswege offen halten, während wir vorankommen. Ja, dadurch wird sichergestellt, dass sich jeder während des gesamten Prozesses gehört und wertgeschätzt fühlt. Lektion 30. Das Stadtzentrum erkunden. Da wir das Stadtzentrum erkunden möchten, empfehle ich, in der Nähe zu bleiben. Das klingt nach einem tollen Plan. Dadurch haben Sie einfachen Zugang zu allen Hauptattraktionen. Genau. Die Nähe zu allem spart uns während unserer Reise Zeit und Energie. Ja. Außerdem können wir bei gemütlichen Spaziergängen unterwegs neue Orte entdecken. Ich liebe diese Idee. Es gibt uns die Möglichkeit, die lokale Atmosphäre zu genießen. Definitiv. Und wir können tolle Restaurants und Geschäfte in der Nähe finden. Absolut. Es ist immer schön, Optionen zu Fuß erreichen zu können. Ja. Ich freue mich auf unser Abenteuer und kann es kaum erwarten, es gemeinsam zu erkunden. Ich auch. Lassen Sie uns unsere Unterkünfte fertigstellen, damit wir mit der Planung unserer Reiseroute beginnen können.